Der GA Cross geht jetzt in die 4. Runde in 2024. Und nochmal hat Gastra hier eine komplette Überarbeitung des Wings vorgenommen. 150 Gramm mehr Gewicht als der Vorgänger rühren von zusätzlichen Segmenten der Fronttube und auch natürlich den zusätzlichen Latten in der Trailing Edge. Unverändert sind die Griffe, die ergonomisch oder physiognomisch halt dem Fahrer oder der Fahrerin zugewandt sind. Die sehr gut dimensionierte Frontschlaufe und auch bei den Durchmessern und dem Belag von den Griffen gibt es hier auch absolut nichts zu meckern. Weiterhin kann man für Einsteiger oder reine Schulung auch die Griffe gegen Soft Handles austauschen. Die Fenster sind jetzt parallel zur Fronttube angeordnet und ermöglichen eine gute Sicht nach Lee. Wir haben als Flugtuch ein Triple Ripstop Material und auch im Bereich der Fronttube und der Querstrut haben wir jetzt ein hochfestes Dacron Material, was sehr dehnungsarm ist. Dieses Material kennt man mittlerweile auch schon von etlichen anderen Mitbewerbern, wo das erfahrungsgemäß einen wirklich sehr guten und haltbaren Job verrichtet. B- und entlüftet wird mit 2 Subventilen ein One-Pump-System, darauf wurde jetzt verzichtet. Das ist mittlerweile auch halt fast schon ein Standard von eher performanceorientierteren Wings. Zu einem wirklich komplett wieder völlig neu aufgesetzten Panel-Layout kommen halt zusätzliche Latten, die im Bereich der Trailing Edge zu sehen sind. 2 Stück an der Zahl. Verstärkung in den Segmentübergängen mit Kevlar finden wir wieder vor. Klar, die Fronttube ist vernäht mit einer Kedernaht und von der Innenseite gedoppelt und zusätzlich nochmal vernäht. Das sogenannte Schothorn, also das Ende der Mittelstrut und der Übergang, wie halt hier die Spannung in das Tuch geführt wird, ist auch nochmal separat mit mehreren Tuchbahnen verstärkt. Ansonsten neben den Latten besitzt die Abrisskante nur eine einfache Tuchdopplung. Die Glätte in der Fronttube und in der Querstrut, also sprich halt ein absolut reduziertes Ballooning zwischen den einzelnen Segmenten ist bei dem GA Cross festzustellen. Das sieht jetzt sehr professionell aus und auch von der Tuchstraffung ist das hier eine absolute 1 mittlerweile. Hier gibt es qualitativ definitiv keinen Unterschied halt auch zu den anderen Mitbewerbern im höchsten Segment. Die Mittelstrut ist mit einer Doppel-Zickzack-Naht am Flugtuch befestigt. Ansonsten besitzt der Cross, so wie auch in den Jahren schon zuvor, Kevlar-Verstärkung an allen wichtigen Aufschlag- und Scheuerstellen, sodass man hier einen vorzeitigen Verschleiß nicht befürchten muss. Das Handling an Land ist absolut hundertprozentig neutral. Bei vielen dieser Wings halt bevorzugte man von der Technik, oftmals gerade jetzt hier bei so leicht Offshore-Bedingungen, das Tragen halt am vorderen Griff, weil darüber halt der Wing nochmal besser gelenkt werden kann. Grundsätzlich ist der aber von Tip to Tip von der Balance hundertprozentig gut ausgewogen, gut ausbalanciert, hat keinerlei Zicken, keinerlei Macken, sodass hier eher absolut einsteigerfreundlich keine Korrekturen notwendig sind. Und das bezieht sich auch auf die notwendige Kraft beim Führen des Wings oder beim Lenken des Wings. Da ist wirklich so gut wie gar keine Kraft notwendig. Insgesamt liefert er auch weiterhin einen sehr guten Lift, sodass man hier sehr schnell aufstehen kann und auch das auf das Vollkommen hier wirklich einfach gerät. Um nochmal genauer auf den Start einzugehen und auch im Vergleich zum Vorgängermodell, diese gute Leistung beim Lift, also beim Aufstehen, die der GA Cross schon immer hatte, die ist absolut gleich geblieben. Aber wir haben einen, muss man dazu sagen, wirklich deutlich moderneren Wing, der auch echt straff ist in der Hand und genau präzise sofort einen satten Vortrieb liefert. Und da gehört er gerade im Vergleich halt wirklich zu den besten Wings am Markt. Die Griffe sind angenehm, wie gesagt, vom Durchmesser. Man hat eine große Bandbreite von kleinen bis großen Händen, wo das Ganze hier sicherlich jedem angenehm sein dürfte. Die sind optimal positioniert, die Griffe.
Wir haben keine Druckpunktwanderung und bei der Balance hat man dann natürlich auch leichtere Karten, wenn man hier nicht großartig die Hände verschieben muss. Man greift wirklich halt in der Mitte bis leicht knapp davor, vielleicht beim Starten, und dann ist der Wing halt sofort halt optimal ausbalanciert. Ein Vorteil gegenüber dem Vorgänger ist auf dem Anwendkurs, der gut ausfällt, zu sehen. Wir haben hier im Wendemanöver, also bei allen Tags, allen Manövern gegen den Wind, halt weniger Widerstand. Das liegt daran, dass hier der ganze Mittelteil der Fronttube auch geglättet wurde. Man hat dort gar kein Ballooning mehr, sondern einfach halt schöne, saubere, glatte Übergänge, auch mit einem etwas reduzierteren Durchmesser gegenüber dem Vorgängermodell. Neben seinem wirklich sehr ruhigen Flugbild im fliegenden Zustand hat er auch eine schöne Balance, wenn man jetzt beim Surfen in der Welle auf ihn zufährt. Die Hinterkante sinkt hier ein klitzekleines bisschen ab, aber der Wing bleibt hier stets und ständig wirklich sehr einfach kontrollierbar. Ob er an der Frontschlaufe, am Frontgriff einzeln mit der Hand gehalten wird oder an der Frontschlaufe geführt wird. Hier ist alles wie bei einem wirklich sehr guten Allround-Wing ohne Probleme möglich. Das Ganze geht natürlich noch einen Tick spielerischer, aber wir reden jetzt hier auch beim Cross nicht über einen spezialisierten Wing, sondern wirklich über einen Allrounder mit einer sehr großen Bandbreite vom Einsatzbereich. Die dünnere Anströmung an der Fronttube erlaubt natürlich auch beim Absprung eine bessere Geschwindigkeit, was die Sprungeigenschaften des Cross eindeutig auch nochmal hier etwas gesteigert hat. Allerdings ist es natürlich, wie gesagt, halt nicht das spielerischste Tool in der GA-Palette. Dafür gibt es auch noch den Poison hauseigen, der auch bei Rotationen und Drehungen insgesamt etwas schneller rotiert, weil er auch vom Durchmesser nochmal ein bisschen reduziert ist. Aber für grundsolide Sprünge und vor allen Dingen auch für sicheres Lernen von Sprüngen, aufgrund der sehr schönen Balance auch bei der Landung, ist der Cross halt wirklich hervorragend geeignet. Und da er halt vom Profil her auch nicht super hart ist, trägt er auch von alleine doch insgesamt schon mal recht lange. Eine sehr gute Tip-to-Tip-Balance und auch eine sauber und frei schwebende Hinterkante sind in der Regel schon die kleinen Geheimnisse für einen Wing, mit dem man schön in der Welle surfen kann. Und auch das absolviert hier der GA Cross ganz meisterlich. Das ist halt ganz einfach zu handhaben. Die Frontschlaufe ist jetzt so dimensioniert von der Festigkeit und Größe, dass man den Wing optimal führen kann. Wir haben bei unterschiedlichsten Bedingungen von halt leicht auflandig bis leicht schräg ablandig hier einen Wing, der wirklich immer schön mitschwebt. Nur wenn man ganz schnell auf ihn zufährt, dann sinkt die Hinterkante mal kurz ein bisschen ab. Aber er hat auch keine Tendenz, sich zu drehen oder irgendwelche Geschichten zu machen, die einen irgendwie stressen könnten. Er ist da wirklich halt sehr gutmütig und grundzuverlässig. Im letzten Jahr wirkte der Cross schon insgesamt halt echt erwachsen und mittlerweile ist er einfach halt erwachsen und sehr professionell. Im Vergleich zu allen anderen Mitbewerbern am Markt kann der GA Cross bei den Allround Wings hier definitiv in jeder Disziplin halt einen der ersten Plätze einnehmen. Top ausbalanciert, schöner Grundzug, aber nicht nervig, nicht zu viel. Der Druckpunkt wandert nicht, alles ist genau an der richtigen Stelle. Alles ist schön ausbalanciert. Man hat ein schönes, neutrales Manöverhandling gegen den Wind und auch mit dem Wind. Alles ist absolut relaxed und stressfrei und immer stets und ständig mit genug Leistung versehen, dass man, ob man jetzt absoluter Anfänger ist oder auch Profi, immer Spaß damit haben kann. Das ist halt Gutmütigkeit, aber trotzdem halt eine tolle Leistung, ist das, was hier dahinter steht.
Und das ist von unserer Seite absolut empfehlenswert und auch von der Materialkombination ist das Ganze hier auf jeden Fall jetzt eine echt langlebige Geschichte. Und klar, viele werden auch im Nachhinein wieder fragen halt, wie sieht es aus im Vergleich zum Klassenprimus, dem Unit? Da kann man ganz klar sagen, dass der GA einfach hier ein Tickelchen mehr Grundzug, ein Tickelchen mehr Lift besitzt, was den Anfänger sogar freuen wird, weil er einfach leichter aufstehen kann, leichter aufs Voll kommt und das mit gleich guter Balance. Auf der anderen Seite ist von der Performance, was Anwind und Geschwindigkeit angeht, der Unit leicht im Vorteil. Aber auch nicht mehr und auch nicht weniger.